Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Opel weiter. Erster Schritt mit den Ventildeckeln. Ich werde heute anfangen, euch einmal die Ventildeckel zu zeigen und die neuen Dichtungen. Ich habe mich hier, wie gesagt, für die Aluminium-Variante entschieden. Am Fahrzeug ist ja die Variante aus Plastik verbaut. Die hätte ich theoretisch auch noch bekommen, sogar auch noch NOS, also New Old Stock. Allerdings war ich mir da nicht sicher, wie das ist dann auf Dauer mit der, ja, sage ich mal, Planheit oder der Ebenheit. Und deswegen habe ich mich dann für die Variante der Aludeckel entschieden. Die sind jetzt nicht neu, die sind gebraucht, aber so wie ich jetzt gesehen habe, ist hier alles in Ordnung. Ich konnte keine Beschädigungen feststellen. Ich habe auch einen Satz neue Dichtungen besorgt. Für die Aluminium-Zylinderkopfdeckel ist es so, dass die Dichtung leicht anders ist. Vor allem hier in den Bereichen vorne und hinten. Und ja, darauf müsst ihr halt achten. Also die sind nicht kompatibel, die Dichtung von den Plastikdeckeln mit den Dichtungen von den Aluminiumdeckeln. Die Dichtung werde ich jetzt gleich wieder rausnehmen. Ich habe auch hier die kleinen Dichtungen innen drin alle schon erneuert. Die werde ich drin lassen. Die großen Dichtungen nehme ich raus. Warum nehme ich die raus? Ich möchte die Deckel entsprechend schwarz lackieren. Dafür habe ich mir Thermolack entsprechend besorgt. Thermolack deshalb, weil das ist ja direkt sozusagen oberhalb des Motors, das heißt, da entsteht mehr Temperatur. Jetzt wird das hier nicht abartig heiß, aber einfach um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mich eben für Thermolack entschieden. Da sind wir absolut safe. Der ist bis 650 Grad belastbar. Diese Temperaturen werden wir da nicht erreichen. Bedeutet, da sollte sozusagen keine Gefahr bestehen, dass der Lack irgendwie abplatzt oder nicht gut anhaftet. Dafür muss ich jetzt natürlich, wie gesagt, die Dichtungen wieder entfernen, die großen. Hier bei den kleinen, die lasse ich drin. Da werde ich einfach die Löcher mit Papier verschließen. Das seht ihr dann gleich im Zeitraffer. Genauso auch diese Löcher werde ich mit Papier verschließen, dass da eben keine Farbe eindringen kann. Und ansonsten ja, muss ich mal gucken, ob ich hier unten auch irgendwie mit Klebeband oder so arbeite oder ob ich dann einfach von oben lackiere und halt hoffe, dass hier nichts reingeht. Also wie gesagt, normalerweise sollte da nichts passieren und selbst wenn, kann ich es ja dann, wenn was irgendwie reingeht, auch wieder wegschleifen. Das ist ja kein Problem. Das ist der Plan für heute. Wir fangen also nicht an zu demontieren, sondern ich lackiere jetzt erstmal und bereite die eben vor, dass die eine hübsche Optik haben, denn ja, wie gesagt, so ein bisschen gebraucht sehen sie aus. Außerdem sind sie eben von der Farbe anders als original und ich denke, wenn ich es schwarz mache, normalerweise sollte das kein Problem sein für den TÜV. Es ist ja nur ein Deckel, er ändert überhaupt nichts, keine Leistungsdaten oder sonst irgendwas. Aber warum schlafende Hunde wecken? Deswegen werde ich die schwarz lackieren, dann fällt da auf gar keinen Fall was auf. Was noch wichtig ist, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, bei den Deckeln sitzt dann nachher der Öleinfüllstutzen nicht mehr auf der Fahrerseite relativ gut zugänglich, sondern durch den Umbau oder die Umrüstung auf die Aluminiumdeckel ist es dann so, dass der Öleinfüllstutzen auf der Beifahrerseite dann zu finden ist und leider relativ an einer blöden Stelle hinten Richtung Spritzwand. Das sehen wir dann aber, wenn wir es verbauen. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, die Dichtung nochmal zu entnehmen. Die ist wie gesagt neu. Die hatte ich einfach nur schon mal vormontiert. Ich hatte die Deckel schon mal entsprechend mir genau angeschaut und dann eben auch das mit den Dichtungen geprüft, damit ich eben sicher bin, dass das auch alles passt. Und jetzt fürs Lackieren nehme ich die aber selbstverständlich wieder raus. Das ist der neue Deckel für den Öleinfüllstutzen oder beziehungsweise für das Öleinfüllloch. Es ist ja dann gar kein Stutzen mehr. Aber der Stutzen, da bin ich auch ganz froh, dass der dann weg ist. Ich habe ja jetzt am Fahrzeug einen entsprechenden Stutzen, der ist relativ lose und ja, das ist auch irgendwie nicht so geil von der Konstruktion. Da geht auch mal ein bisschen Öldämpfe daneben raus und natürlich, wie gesagt, an den Ventildeckeln selber, weil die eben nicht mehr dicht sind. Aber deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es hier kein Stutzen mehr ist, sondern nur noch ein festes Loch. Wenn der Deckel zu ist, ist da auch zu und Ruhe. Insofern passt das. So, jetzt packe ich euch in den Zeitraffer. Ich werde das ein bisschen anschleifen und dann eben, wie gesagt, die ganzen Löcher mit Papier füllen, beziehungsweise an Stellen, wo es irgendwie kritisch ist, auch ein bisschen abkleben. Und dann lackieren wir das und schauen uns das Ergebnis einmal an.
So, jetzt habe ich das alles einmal ganz leicht angeschliffen und ich habe auch die entsprechenden Öffnungen hier auf der Rückseite verklebt, sodass da nach innen nichts eindringen sollte. Wie gesagt, wenn was eindringt, würde ich es einfach wieder abschleifen. Jetzt werde ich das Ganze noch entfetten und dann geht es auch schon an die Lackierung. Und dafür packe ich euch wieder in den Zeitraffer. Was ich jetzt nicht geschafft habe, hier ist so eine kleine Ecke. Da muss ich gleich nochmal probieren, ob ich das vielleicht mit einem kleinen, das kann ich auch jetzt machen, ob ich das vielleicht weggekratzt bekomme. Da ist noch so ein bisschen Ablagerung vorhanden. Ja, das scheint zu gehen. Denn an der Stelle würde natürlich der Lack nicht anhaften, wenn da immer noch dieser Dreckkrümel da hängt. Ich denke mal, das ist eine Mischung aus alten Öldämpfen, Schmutzpartikeln und vielleicht anderen Verunreinigungen, die sich da so im Laufe der Zeit abgesetzt haben. Hauptsächlich aber wahrscheinlich Öl, Gummi und andere Dreckpartikel aus der Umwelt. Wo ich mir noch unsicher bin, ob hier vielleicht Dichtungen reinkommen, das weiß ich nicht. Ich lackiere das jetzt mal mit. Ich habe es ja auch angeschliffen. Wie gesagt, wenn das eine Dichtfläche ist, würde ich es halt entsprechend vor dem Einbau wieder säubern. Aber ich hatte jetzt nichts gesehen im Internet, dass da noch mehr Dichtungen dazugehören. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn dann doch nochmal eine Überraschung rauskommt und hier eine Dichtung rein. Aber ich werde es erstmal mitlackieren. Wie gesagt, zur Not kann ich es ja am Ende wieder freischleifen. So, jetzt packe ich euch in den Zeitraffer fürs Lackieren. Werde, wie gesagt, vorher das Ganze noch einmal entfetten. Das könnt ihr entweder mit Aceton oder mit Isopropanol, irgendwas, was eben an der Luft schnell verdampft, einen hohen Alkoholgehalt hat und eben Fettrückstände und andere Sachen entfernt. Ich nehme jetzt heute Isopropanol. So, jetzt habe ich beide Ventildeckel lackiert. Ich habe jetzt auch schon die entsprechende Zeit gewartet, die auf der Sprühdose stand, die es angeblich braucht, damit das grifffest wird oder halt trocknet. In dem Fall sind das 30 bis 35 Minuten, die habe ich jetzt gewartet. Aber wenn wir näher rangehen, damit ihr auch mal ein bisschen was seht oder ein bisschen besser was seht, so 100% trocken ist es noch nicht. Bedeutet, ich warte jetzt nochmal 10 Minuten, bis es eben wirklich keine glänzenden Stellen mehr hat, so wie hier. Aber, also ja, ich hoffe, man kann das auf der Kamera einigermaßen erkennen. Ich gucke mal, ob ich den ND-Filter oder beziehungsweise den Polfilter hier noch ein bisschen... So, jetzt habe ich den Polfilter nochmal verstellt. Ist immer schwer zu beurteilen, ich habe hier nur so ein kleines Display. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich sehe keine Läufer. Ja, an der einen oder anderen Stelle kann man noch ganz leichte Schleifspuren erkennen. Liegt aber daran, dass ich ja jetzt nicht gefüllert habe, weil ich jetzt auch keinen speziellen Füller hatte, der eben hochtemperaturfest ist. Und ich wollte hier kein Risiko eingehen, deswegen habe ich jetzt nur den hitzebeständigen Lack genommen. Wenn das jetzt, wie gesagt, dann nachher ganz ausgehärtet ist, hier am Öleinfülldeckel habe ich übrigens ein bisschen abgeklebt, sodass die Dichtfläche oder sage ich mal die Kontaktfläche oben unberührt bleibt. Ich denke, das kann man jetzt schon wegmachen. Müssten wir eigentlich eine schöne Kante erkennen. Flupp. Und da sehen wir jetzt, dass wir hier so eine schöne Kante haben ringsherum, weil ich es eben abgeklebt habe. Und so hoffe ich, dass dann später, wenn man den Öldeckel wieder aufschraubt, dass alles schön dicht ist, weil eben an den Flächen, wo jetzt eben Kontakt herrscht, kein Lack ist. Wahrscheinlich ist es ein bisschen verkopft und wahrscheinlich wäre es gar nicht notwendig gewesen. Habe ich jetzt aber so gemacht. Ich bin allgemein noch ein bisschen irritiert, ob die nachher wirklich passen. Angeblich soll das so sein. Aber
Allein schon diese Konstruktion hier ist halt, sage ich mal, deutlich flacher als das, was ich jetzt habe. Wirklich wissen werde ich es erst, wenn ich dann die Ansaugbrücke runtergenommen habe und so einen bestehenden Ventildeckel mal abgeschraubt. Erst dann werde ich beurteilen können, ob die Freigängigkeit wirklich gegeben ist. Falls nicht, habe ich auch Dichtungen für die Originalventildeckel. Aber ich hoffe, dass hier meine Arbeit jetzt nicht umsonst war, denn wie gesagt, ich finde, das ist wirklich schön geworden. Es ist auch ein schöner Schwarzton. Ich kann es jetzt natürlich noch nicht verbauen. Dadurch, dass es sich um einen hitzebeständigen Lack handelt, muss ich den noch einbacken. Dafür werde ich die mit nach Hause nehmen, das mache ich off-camera, packe die für 30 Minuten bei 220 Grad in den Backofen. Das ist das, was auf der Spraydose drauf stand. Und bei der Temperatur und dem Zeitraum, vielleicht mache ich es auch 33 Minuten, so ein bisschen länger, schadet ja nicht, soll dann der Lack entsprechend einbrennen und dann auch komplett aushärten und eben seine Festigkeit entwickeln. Vielleicht verändert sich dann auch noch mal leicht die Lackoberfläche. Das weiß ich nicht, das werde ich euch dann nachreichen. Aber so sieht jetzt auf jeden Fall der weitere Plan aus. Damit bin ich mit dem Lackieren durch. Jetzt habt ihr das gesehen. Die Vorarbeit ist tatsächlich aus meiner Erfahrung das A und O. Je gründlicher ihr entsprechend das Ganze vorschleift, also ja wirklich Verunreinigungen oder halt Unebenheiten entfernt und dann eben sauber entfettet, plus euch Zeit lassen beim Lackieren, ein Lackiergang nach dem anderen und immer mal wieder so, je nachdem, was der Lack verlangt. Bei dem Lack sind es jetzt 8 bis 10 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Lackiergängen. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Da habe ich in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass ich es eben überstürzt habe und zu viel wollte, zu schnell gearbeitet habe. Das rächt sich einfach bitterlich. Aber mittlerweile, man kann ja auch sagen, die Altersmilde oder die Altersweisheit hat so ein bisschen eingesetzt und ich habe jetzt mehr Geduld und seitdem klappt das auch sehr gut. Plus, wo bei mir auch immer ein Riesenproblem war, wenn ich sozusagen Lack und Klarlack kombiniert habe, habe ich immer ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich braucht man da einfach 2 Komponenten vom selben Hersteller, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ansonsten hatte ich immer wieder das Problem, dass dann so Spinnweben entstehen, also sprich der Klarlack den Lack drunter auffrisst, selbst mit 2-3 Tagen Trocknungszeit dazwischen, auch mit Wärmelampe. Also ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da kann ich euch auch keinen Tipp geben, außer wenn ihr nicht genau wisst, was ihr macht mit Klarlack und Farbe oder normalem Lack, dann lasst den Klarlack lieber weg. Ich habe jetzt deswegen auch den Klarlack weggelassen. Das wird nur eingebacken und gut ist. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Ventildeckel am Auto. Vielleicht könnt ihr dann ja nachvollziehen, was ich meine, wenn ich sage, dass die hier einfach eine ganz andere Bauform haben. Hier, wie gesagt, sind so kleine Aussparungen. Es ist deutlich, finde ich, flacher gebaut als bei den jetzigen originalen Ventildeckeln. Auch hier diese Aussparung für die Zündspulen sieht deutlich anders aus. Ich habe diesen äußeren Ring nicht. Der innere sieht identisch aus, aber ja, insgesamt wirkt es einfach anders. Und das zeige ich euch jetzt zum Abschluss des Videos nochmal, wie das am Auto aussieht, die Originalventildeckel. Das sind jetzt die Originalventildeckel. Die sind hier hinter. Wir sehen jetzt hier auch schon die beiden Zündkabel. Also ich glaube, die Zündbox müsste woanders sitzen. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Vielleicht ist hier auch die Zündeinheit schon integriert. Ich vermute aber, dass das nur die Zündkabel sind. Und wie ihr sehen könnt, ist da die Öffnung eben leicht anders gestaltet. Außerdem sehen wir auch hier, dass, ist wirklich schwer einzufangen, dass der Ventildeckel mehr oder weniger so 2 rechteckige Barren hat. Ich nenne das jetzt mal Barren, die hier so rüber verlaufen. Das heißt, hier über die gesamte Länge sind 2 solche, ja, wie so Art rechteckige Barren. Und bei den anderen ist es eben so, sind nur so kleine Erhöhungen. Auch von der Gesamtbauhöhe, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann, sieht das jetzt dort hinten so aus, als ob das ein bisschen höher wäre. Wäre natürlich fatal, weil darunter ja die Nockenwellen laufen. Das aber, wie gesagt, ist jetzt wirklich so von oben da zwischen dem ganzen Zeug durchzugucken, schwer zu beurteilen. Definitiv ist aber, die Bauform ist eine andere. Wie sich das dann auf die Passgenauigkeit auswirkt, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Es wird auf jeden Fall spannend, das da alles rauszufuscheln. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das angehe, noch hier in der alten Halle, oder ob ich das Auto erstmal auf den Hänger fahre und dann an meinen neuen Standort bringe und dort erst auseinanderbaue. Wäre wahrscheinlich cleverer. Muss ich mal schauen. Zielsetzung ist es, dass ich bis Ende des Jahres umgezogen bin, sowohl hier mit meiner Halle, den Autos und natürlich auch meinem, sage ich mal, privaten Kram. Ob das wirklich klappt und wann, vielleicht
weiß ich nicht, bis zum 31.12. muss ich auf jeden Fall durch sein. Wie gesagt, je nachdem, wie das an meiner neuen Lokation vorangeht, je nachdem, wie gut ich da vorankomme mit Aufbauen, werde ich vielleicht den Umbau der Ventildeckel dann schon an meiner neuen Lokation machen. Aber das seht ihr dann. Wie gesagt, das war es jetzt fürs heutige Video. Erstmal nur die Ventildeckel, die neuen, lackiert und alles Weitere folgt dann in kommenden Videos. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.